Willkommen zurück auf unserem Kanal, wo wir heute ein faszinierendes Kapitel der Geschichte erkunden: das Geheimprojekt Schwalbe 4. Tief in einem Kalksteinbruch bei Finntrop sollte das unterirdische Trierwerk Schwalbe 4 entstehen. Doch das war nicht nur ein Projekt, sondern ein Mythos umgeben von Legenden. Die Stollenanlage trug den Decknamen Selenit und war ein Teil eines ehrgeizigen Planes, insgesamt 10 unterirdische Schwalbenanlagen zu errichten. Diese geheime Vorhaben erfüllten strenge Kriterien zur Standortwahl, darunter bombensichere Überdeckung, Zugang zu Wasser und Energie sowie natürliche Tarnung in einem dünn besiedelten Waldgebiet. Selenit erfüllte all diese Anforderungen. Das geplante unterirdische Hedrierwerk sollte Flugzeugbenzin für Düsenjäger und weitere Kraftstoffe herstellen. Die Bauplanungen lagen in den Händen der Mineralölbaugesellschaft und die Organisation Todd organisierte Materialbeschaffung und Arbeitskräfte. Der Baubeginn war im Oktober 1944 und die Anlage sollte im Mai 1946 in Betrieb gehen. Obwohl das Projekt bis zu Kriegsende etwa 40% fertiggestellt wurde, bleibt es bis heute von Mythen und Legenden umrankt. Tauchen wir ein in die Geheimnisse der Schwalbe 4 und erfahren mehr über diese faszinierende Kapitel der Geschichte. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs und heute laufen wir nochmal ein Geheimprojekt des Dritten Reichs an. Und zwar heute geht es um die Schwalbe 4 mit dem Decknamen Selenit. Und wir waren schon öfters hier gewesen, haben auch schon viel recherchiert, Indizien und so weiter zusammengetragen. Und heute wollen wir das einfach mal in das Video packen, was wir hier vor Ort finden. Was es auch für Legenden und Mythen zu dieser Anlage gibt, und das wollen wir heute einfach mal alles aufklären. Wir sind heute unterwegs mit Jörg von Team Urbexner. Wir werden den hier oben euch auch nochmal im Kanal verlinken. Schaut auch gerne nochmal auf seinen Kanal vorbei. Das sind viele Aktionen und Filme, auch mit uns zusammen, die wir bestritten haben, die richtig viel Spaß gemacht haben. Also schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. So, wie gesagt, wir werden das hier später alles nochmal einblenden, wo Jörg und ich schon hier einmal gespottet sind. Es beginnt praktisch da drüben. Da ist so ein kleines Fundament, ob das jetzt noch zur Schießanlage gehört oder zu dem Kalksteinbruch, das wissen wir nicht. Und wir haben hier begonnen. Hier seht ihr ja noch das Stahlseil, das dicke, mit der Lampe zu versuchen, ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, was zu sehen. Wir werden die einzelnen Videosegmente dann auch nochmal einblenden. Und wir konnten hier halt nichts entdecken oder sind hier halt nicht fündig geworden. Ob das jetzt hier nur so ein ausgewaschener Bereich ist oder ob das irgendwie ein Teil der Anlage war, das wissen wir jetzt nicht. Und wir gehen jetzt im Prinzip jetzt nochmal diese Steilwand hierher und werden euch jetzt nochmal dann zusammenfassend zeigen, was wir da sehen bzw. auch vermuten. Und da oben ist halt dieser Betonsockel. Das ist jetzt zum Beispiel mal einer von diesen Stellen, wo wir auch was vermutet haben, weil es hier so ein bisschen reingeht und auch hier schon im Prinzip so viel alte Platten und sowas liegen, aber das kann täuschen. Wir hatten auch hier, glaube ich, in diesem Bereich mal die Kamera versucht reinzuhalten, weil das Ganze halt mit Unrat, den Abraum von dem Kalksteinbruch und halt irgendwelcher Müll wurde hier schichtweise nach oben aufgefüllt. Ja, eigentlich zum Teil illegal, weil es auch ein entsprechendes Naturschutzgebiet ja auch eigentlich ist. Und damit hat man praktisch eine Höhe geschaffen von, glaube ich, so ungefähr 5 Metern. Und die werden höchstwahrscheinlich auch den Zugang verdecken, den Hauptzugang. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zum späteren Abschnitt, wo wir den eigentlich wirklich vermuten.
So, Jörg ist unten und muss durch das Loch kriechen. So, was mal den Cutter. So. Das ist ein Stock hier. So. Oh, okay. Machst du da dran? Warte. Hat wahrscheinlich auch schon einer mit versucht zu graben. So, hier haben wir das Gerät von Jörg, das Endoskop, das ist der Bildschirm. Nur nicht stecken bleiben. Nee, ich bin jetzt eigentlich verkehrt rum drin, aber ich guck mal, wo ich versuche das ganz einfach jetzt mal weiter hier reinzuschieben. Ja, weil kopfüber wäre ich da jetzt auch nicht reingegangen. Ja? Kopfüber wäre ich da jetzt auch nicht reingegangen. Nee. So, Lampe ist an. So, wir testen jetzt hier mal, Jungs. Ja, die erste Höhle, die Jörg jetzt erforscht hat, also es wird eine Höhle sein. Er konnte sich ein bisschen drehen und das Endoskop da ein bisschen rumfahren lassen, aber es schließt alles darauf, dass es eine natürliche Höhle ist. Ja, auch hier ist es halt so, hier ist viel Unrat, hier sind noch einzelne Fundamente, die können aber auch hier hingeschafft worden sein, alte Gleisstücke, und hier haben wir praktisch wieder einen Bereich, hier liegt auch sehr viel Beton hier drin, wo man vermuten könnte, dass man hier zumindest einen natürlichen Zugang genutzt hat, um es eventuell ja, weiter auszubauen. Aber es ist eigentlich bekannt, oder das, was halt wirklich definitiv feststeht, dass es einen langen Tunnel gibt, der hier praktisch in diese Steilwand vorgetrieben wurde, der ungefähr 1,4 bis 1,6 Kilometer reicht und praktisch auf der gegenüberliegenden Seite in einem aktiven Steinbruch endet. Und was halt feststeht oder was nachgewiesen ist, dass diese Seite halt verplombt ist. So. Also diesen Zugang gibt es, und ja, oder was halt anders ist zu den anderen Schwalbeanlagen, die Schwalbeanlagen wurden ja genutzt oder geschaffen für ja, die künstliche Herstellung von Benzin. Also eine Hydrierungsanlage ist das gewesen, wo man halt Steinkohle und so weiter verwendet hat, um ja, daraus halt entsprechend ja, Treibstoff zu produzieren. Und wie gesagt, die Schwalbe 4 ist ganz besonders, weil man halt praktisch nur einen Stollen vorangetrieben hat, und bei den anderen Schwalben hat man viele Stollen parallel gemacht. So, und erst in der Anlage selber hat man praktisch Querstollen gemacht, höchstwahrscheinlich Richtung Norden, und ja, die gilt es halt irgendwie zu finden, ob das halt wirklich so weit gekommen ist, der Ausbau. Das wäre halt höchst interessant, aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Ja, es gibt, das werden wir jetzt gleich sehen, noch viele ja, Naturhöhlen, an denen wir uns jetzt halt orientieren müssen. Wir werden hier auf jeden Fall auch noch einiges an Bildmaterial und so weiter einfügen, wo ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt mal so eine Ecke, die halt mysteriös aussieht. Hier seht ihr jetzt Jörg mal so zum Größenvergleich. Und hier fällt dieses Gelände halt auf einmal so ab. So, und dieser ganze Bereich, seht ihr es ja, ist ja ziemlich gerade. Ging hier praktisch bis in die Felswand. Und das Merkwürdige ist hier,
dass es in diesen Bereichen aber halt schon wieder absackt. Das ist ungewöhnlich. Das weist eigentlich so ein bisschen darauf hin, dass da unten ja irgendwie ein Zugang sein muss, wo das Material Stück weit immer wieder ja, in die Anlage fällt. Ob das jetzt in diesem Bereich jetzt schon was wäre zu der Anlage oder ob es sich jetzt hier noch um eine Naturhöhle oder sowas handelt, das wissen wir jetzt nicht. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel nochmal dieses eine ominöse Loch, wo wir auch praktisch mit der Kamera rein sind. Da habt ihr auch noch eine Eisenstange in dem vorderen Bereich quer in dem Spalt drin hängen. Da vermuten wir mal, dass es hier praktisch in diesem Bereich losging, wo der eigentliche Zugang ist. Mit diesem Abschnitt hier. Dass es hier dieser Bereich letztendlich sein muss, wo ja, das eigentliche Zugangsportal sein muss. Was jetzt hier straight in die Steilwand geht. Mal gucken, wie wir das jetzt im Video gleich mal machen, dass wir euch das am besten zeigen. Also dieser Bereich hier ist von der Wand halt ziemlich glatt. Und hier ist jetzt genau der Punkt, dann könnt ihr das ungefähr abschätzen. Wir haben jetzt hier einen Bereich, der geht von hier bis hier vor, der hier nach unten abrutscht. Das Material, was jetzt hier oben ist nachgerutscht, höchstwahrscheinlich hier oben von der Felskante. Aber trotzdem verschluckt jetzt hier der Zugang hier unten immer noch Material. Und das ist halt schon wirklich erstaunlich. Hier liegt jetzt auch noch ein Relikt, aber das wird jetzt hier nicht irgendwie zu dem Ganzen gehören. Also hier vermuten wir, ist der Bereich, der hier ja, ausgehoben wurde. Wir können es halt ungefähr erkennen. Wie groß jetzt oder wie breit der Zugang ist, unklar. Klar, man könnte jetzt hier versuchen, einen Radius hier abzudecken, aber man müsste das gut, ja, irgendwie absichern, dass überhaupt keine Erde mehr von der Seite ranrückt. Ne? Ich denke mal, dass man hier mindestens in diese Richtung so 6-7 Meter nehmen müsste, um das hier auszuschachten, damit man dann beginnen kann, hier unten Erde rauszuholen. Ne, aber man weiß ja jetzt auch nicht, wie viel Material ist so wirklich jetzt da unten reingerutscht, was man halt alles erstmal rausholen muss. Na, es kann auch sein, dass da größere Felsbrocken noch drin sind. Also von der Sprengung wurde jetzt eigentlich nichts geschrieben, aber die Informationen, wie gesagt, sind sowieso spärlich und wir wollen es ja heute versuchen, die Indizien nochmal zu sammeln. Deshalb ist es sowieso schwierig, genau zu beurteilen, was damals halt passiert ist. An dieser Stelle blenden wir euch jetzt nochmal ein Foto ein von vor ca. 80 Jahren von der Steilwand der Hohen Ley. Und was hier ganz interessant ist, ist rechts unten für uns jetzt der Zugang zur Schwalbe 4. Und ihr könnt erkennen, wie tief der Eingang ist. Also er ist praktisch, wenn man das vergleicht mit den Straßen, die unten hier in den Steinbruch reinführen, sehr, sehr tief. Und wenn man jetzt überlegt, wie hoch das aufgeschüttete Niveau ist der Erde, die jetzt darüber liegt, ist das schon immens. Weiter in der Mitte und links haben wir dann einzelne Höhlen, die natürlichen Ursprungs sind, die wir jetzt im weiteren Verlauf in dem Video dann noch erkunden werden. Und man hat auch immer irgendwie mehr das Gefühl, dass mit diesem ominösen Schacht von diesen zwei Leuten, dass das wirklich irgendwie eine Story ist, aber trotzdem immer noch schwer zu glauben, dass man so einen Aufwand macht, sowas zu schreiben. Ne, besonders weil man ja noch andere Objekte besucht hat. Also ist die Gefahr oder glaubt man vielleicht auch, dass die anderen Sachen auch vielleicht nicht ganz so stimmig sind. Weil wir haben nichts gesehen an irgendwelchen Aufhäufungen, irgendwie, keine Ahnung. Vor allen Dingen unvorstellbar, wenn er 14 Meter lang sein soll.
Ja. Das ist einmal ungefähr da vorne, wo die eine Öffnung ist, und auf der anderen Seite ist es da vorne diese Vertiefung, Richtig. wo man auch schon mal versucht, das zu graben. So. Ja. Und hier im Endeffekt muss man ja durch das Felsmassiv. Wir haben da dicke Steine gefunden, die so einen Durchmesser von knapp einem Meter haben. Das kann ich nicht mal eben so mit 2 Mann hobbymäßig machen. Nee. Unvorstellbar. Besonders wenn es noch hieß, die haben noch Material herangekarrt, um das abzustützen. Ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird immer abstruser, wenn man hier steht, diese Historie irgendwie. Aber naja, gut. Wir gehen jetzt nochmal eben fix hoch, bevor es dunkel wird. Und dann müssen wir erstmal einen Haken dran machen. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass das hier auch Schluss ist. Schauen einfach mal, was man... Mit gemeinsamen Kräften dran. Ja. Richtig. Bis dahin haben wir bestimmt auch noch ein paar Indizien mehr. Ja, diese Szene ist im Prinzip letztes Jahr nochmal entstanden, als wir uns vor Ort nochmal auf die Suche nach einem ominösen Befahrerschacht gemacht haben, der angeblich unter dieser verdichteten Halde nach unten in die Schwalbe 4 führen sollte, der von irgendwelchen Forschern, Hobbyhistorikern angeblich geteuft wurde. Und wir haben diese Information damals von der Webseite übertage-untertage.de übernommen und sind dem halt an Ort und Stelle halt nachgegangen. Diese Webseite gibt es so nicht mehr. Die Webseite ist nicht mehr registriert. Und wir haben jetzt hier praktisch noch ein paar Fotos von der Seite gesichert, um die jetzt hier an der Stelle nochmal zu zeigen. Da gab es in diversen anderen Foren auch sehr viel Kritik zu dieser Aussage, zu dieser Dokumentation, die ja öffentlich einsehbar war mit den Fotos, dass das alles so nicht sein kann, weil die beschriebene Struktur der Verläufe im Inneren der Anlage auch hätte besser dokumentiert werden müssen, um halt wirklich das eindeutig festzustellen, ob das so ist, wie es da beschrieben und gezeigt wurde. Und auf Nachfrage der entsprechenden Personen, die es online gestellt haben und die beteiligt waren, waren die Aussagen ziemlich ungewöhnlich, dass dann doch irgendwie Leute das nur online gestellt haben, die es online gestellt haben, aber die Befahrung gar nicht gemacht haben. Und das war alles ein bisschen widersprüchlich, weshalb man diese Information, auch wenn sie jetzt nicht mehr online zu finden ist, nicht unbedingt zu 100% verifiziert werden kann. Das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Warum man das damals so ins Leben gerufen hat und so dokumentiert hat, ist unklar, weil was halt auch ungewöhnlich ist, sage ich mal, in der ganzen Szene der Interessierten, dass es keinen weiteren im Anschluss gelang, diese Anlage zu befahren. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, wenn denn dieser ominöse Forscherschacht ja immer noch existiert haben soll. Und ja, dazu kann jeder sich seine eigene Meinung bilden, aber es wäre natürlich toll, wenn wir mit Hilfe dieses Videos vielleicht auch nochmal mehr Informationen zusammentragen können von allen Interessierten, um vielleicht an dieser Stelle weiterzukommen und gewisse Informationen auch einfach zu verifizieren, was ist richtig, was ist falsch, was kann man letztendlich ausschließen, um ein paar Puzzleteile der Geschichte letztendlich wieder zusammenzufügen. So, wir werden jetzt einfach mal hier in dem Bereich noch mal ein bisschen weiter gehen, um euch zu zeigen, wie es hier letztendlich aussieht. Aber hier könnt ihr ja erkennen, das ist hier der klare Unterschied zu dem Abschnitt, wo wir gerade eben standen, dass hier das Material nämlich noch bis zum Felsen reicht, auf gleicher Höhe. Hier ist sogar noch eine alte Schubkarre, auch schon total verrostet. Die wird jetzt aber wahrscheinlich nicht dazugehören, sondern noch aus den Steinbruchzeiten.
Ja, und hier ist das, seht ihr das, hier reicht das Erdreich noch bis zur Wand. Und hier oben ist die Steilwand. Und das ist halt wirklich der Punkt, der es halt so ungewöhnlich macht, warum dieser Abschnitt da so dramatisch absackt an der Stelle. Und das, wenn es jetzt 5 Meter sind, wenn wir jetzt diesen Wert nehmen, sind da bestimmt jetzt schon mal 2 Meter weg. Also hätte man noch 3 Meter, die man praktisch weggraben müsste, um da reinzukommen. Das ist auch mit so ein kleiner Felsvorsprung von, denke ich mal, oder? Ja, hier unten geht es aber auch nochmal unter diesem Stein weiter. Mit dem Stein würde es rein theoretisch auch noch weitergehen. Okay. Also da ist hier immer noch Luft und da ist im Prinzip nur Laub drin. Käme man denn da rein? Ja, der Stein ist wahrscheinlich im Weg, um Das erstmal da runter stört extrem hier, dieser Klotz. Aber es kann natürlich sein, dass es jetzt nur eine reine Spalte ist, Ja, genau. wo das einfach noch ein bisschen tiefer reingeht. Das kann man jetzt nicht gut sehen. Aber hier unten oder diesem Stein hier ist immer noch ein Hohlraum. Aber da ist halt Laub und hier auch viel Erde. Und auch hier müsste man jetzt praktisch das erstmal alles wegnehmen. Nur die eine Person, die noch dagegen argumentiert. Schwierig. So, hier haben wir jetzt im Prinzip eigentlich nur diese Naturhöhle, die hier noch in der Wand ist. Das können wir euch dann nochmal auf dem Foto zeigen, in welchem Abstand die zu dem vermuteten Eingang ist. Und Jörg, du warst hier schon mal drin, ne? Mhm. Wie weit geht das ungefähr rein? 30 Meter circa. 30 Meter. Aber ihr habt am Ende auch nicht wirklich erkennen können, ob... Nee, da ist gut, das kann jetzt auch zugerutscht sein. Aber wir können es uns jetzt nochmal angucken. Also Genau. Das ist auch schon 2 Jahre her. Ja. Gucken wir einfach noch mal rein, ob sich irgendwas geändert hat, ob wir vielleicht irgendwas noch sehen oder übersehen haben. Ja, und das machen wir jetzt eben. So Leute, wir sind jetzt schon hier unten in dem Bereich und Jörg kommt jetzt gerade nach. Ja, es ist ein bisschen glitschig dabei, ne? Ja. Ja, der letzte Abschnitt hier ist. Da muss man noch ein bisschen drauf Acht geben. Ja, und hier können wir das im Prinzip erkennen, dass sich das hier auch um eine Naturhöhle handelt. Ja, das ist hier alles an den Seiten schon richtig versindert. Ja. Ja, hier geht es jetzt immer weiter rein. So. Jetzt kommt es nochmal einen größeren Raum hier an der Stelle. Und da unten geht es
nochmal weiter rein. Aber wie gesagt, das hat alles so den Anschein von, ja, einfach einer Naturhöhle, Naturspalte, keine Ahnung, wie man das dann betitelt. Aber hier ist erstmal nichts zu sehen, was darauf hinweist, dass hier noch irgendwelche Aktivitäten bergmännischer Art passiert sind. Hier oben seht ihr jetzt Jörg, wie er runterkommt. Hier in diesen Zwischenraum. So, und hier scheint es jetzt aber immer noch weiter zu gehen. Hier seid ihr auch irgendwie durch? Ich glaube, da sind wir nicht weiter. Ich kann mich da, ich muss das nicht sehen, aber ich kann mich auch schon gar nicht daran erinnern, dass es hier so permanent runtergeht. Ich hätte das so, du gehst runter und wir bin ja gerade im Bergwagen. Ja. Aber das ist hier ja quasi nochmal. Also mindestens 10 Meter, eher 15, 20 Meter tiefer. Also ihr könnt das hier sehen. Das sind jetzt hier die letzten Meter irgendwie. Also wir kommen hier durch. Wir können hier durchkrabbeln und kommen da oben noch weiter. Okay. Okay. Tja. Boah. Jetzt geht es nämlich erstmal wieder ein bisschen nach oben. Okay. Das geht ja tatsächlich noch weiter. Ja. So, da könnt ihr nämlich sehen, Jörg, wie er sich ja da durchrobbt. Das kann sein, dass das nämlich Leute auch frei gemacht haben in dem Bereich. Ja, das kann sein. Da müsste ich jetzt wirklich das alte Video angucken, ja, wie definitiv. der Stand der Dinge gewesen ist. Ja, weil das ist ja echt interessant. Die Steine sind hier so schön aufgeschichtet, ne? Genau. So, wir sind jetzt auch hier durch eine kleine Passage durch. Ja, und kommen jetzt hier wieder in einen höheren Raum. Benjamin Schröder. 2009. Aha. So. Also war schon einer 2009 hier. Aber da sieht es jetzt so aus, als ob Ende ist. Aber irgendwie hat das den Anschein auch, dass das Material hier drin, wenn man das noch rausbringt, dass es auch noch weitergehen würde. Ja, wahrscheinlich. Das wird natürlich immer irgendwie wieder nachgeschrieben. Du müsstest das dann immer schön sorgfältig zur Seite packen. Weil hier hat sich auch einer 2012 verewigt, also muss das schon gewesen sein, ja. Ja. Ja, klar. Kann durchaus sein, aber es fällt nach unten ab. Ja. Dann wird es weiter nach unten gehen und dann wird es schwierig. Das Blöde ist, du merkst ja auch nicht irgendwie einen Zug. Obwohl wir sind jetzt in einem recht großen Raum. Man müsste irgendwie so eine kleine Öffnung haben, um einen Zug zu merken. Ja. Falls es da wirklich weitergeht, vielleicht sogar in die UV rein. Ja. Ist ja alles möglich, ne? Ich meine, eine Naturhöhle, die sucht sich nicht ihren oder die sucht sich ihren Weg, wo es hergeht. Ja. Ja, kann ja sein, dass irgendwann in der Anlage selber die hier drauf getroffen sind und dass das vielleicht ja auch noch zu so einer Art mit Belüftung dann genutzt wurde, wenn hier ein kompletter Durchgang dann ist, ne? Ja. Naja, okay. Aber gut, wie viele Meter waren das jetzt? Also Schätzungsweise, ja. Gute 30. Also Also mal gucken wir allein schon, wenn wir jetzt von da bis da sind wir schon bei knapp 10 Metern. So, dann haben wir da diesen Durchgang, da bist du wieder bei guten 5 bis 10 Metern, bis du auf der anderen Seite wieder rauskommst. Ja. Mit dem Rauf und runter und dann, also ist es mehr als 30.
Ja, denke ich auch, haben wir zumindest schon mal geschafft, 30 Meter hier in diese Steilwand reinzukommen. Ne? Ja. Zwar noch nicht da, wo wir rein wollen, aber es ist erstmal nicht schlecht. Einmal wieder zurücksteuern. Durch die engen Passage und jetzt gehen wir wieder da oben raus. Wie ihr gerade gesehen habt, also ungefähr 30 Meter meinen wir jetzt. Gute 30 Meter, ja. Geht es jetzt hier rein. Das ist jetzt erstmal die einzige Möglichkeit, hier weiter reinzukommen in die Wand, aber die ist rein natürlich. Also da haben wir jetzt keine Indizien gefunden, dass da jetzt irgendwas anderes wäre. Aber es haben scheinbar auch Leute da versucht, noch weiter auszugraben, in der Hoffnung, dass sie da auch einen Zugang finden. Vielleicht war es ja auch mal so irgendwie. Das ist jetzt einfach nur reine Spekulation. Gut, wir werden jetzt hier die Wand noch ein bisschen bis zum Ende abgehen, gucken, was wir noch finden. Und ja, das machen wir jetzt. So, wir sind jetzt hier weiter in der Steilwand. Und jetzt kommen wir hier noch zu so einem ausgewaschenen Loch, wo man ja halt auch sieht, dass das ja auch jetzt nichts ist, was hier irgendwie groß von Menschenhand gemacht wurde, sondern das ist einfach hier auch wieder so ein Naturphänomen. Und da könnte man sich rein theoretisch auch abseilen. Und da soll es auch nochmal wie so eine kleine Höhle da drin geben. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch nicht machen. Hier gerade noch mal ein paar Indizien entdeckt. Da oben ist so eine Bohrung und auch Haken drin für Seil und so weiter. Und es gibt immer weitere Stangen da oben und ganz da oben ist nochmal ein Höhleneingang. Und wir werden jetzt eben gucken, ob wir da auch noch irgendwie mal einen Zugriff bekommen. Da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein. Vielleicht können wir da ja auch noch irgendwie ein Seil reinspannen. Mal gucken. Ja, also Christian wagt es tatsächlich jetzt einmal auf diesem echt glatten Gestein, es ist ja auch feucht, hochzugehen. Und zwar ist da vorne, ich kann mit meinem Finger das nicht richtig zeigen, da ungefähr, da ist so eine kleine Öse im Stein gesetzt. Weiter oben gibt es noch eine Eisenstange, also man könnte, wenn das... Das ist schon sehr tricky. Ja. Wenn es trocken wäre, könnte man wirklich versuchen, über die Steine hochzuklettern und dann, ja, dann müsste man immer noch ungefähr 3 Meter bis zur Öffnung darüber. Alles hier wäre der erste Haken, der erste. Ja. Ja, also die Passage oben an der Stange, die kannst du nur machen, wenn es trocken ist. Bis zur Stange, ja. Weil hier geht irgendwie, naja, auch nicht wirklich. Ja, ist alles so abfällig wie Großwart, ja. Du hast kaum Punkte, wo du einfach stehen kannst. Also ihr habt es ja schon gesehen, allein jetzt hier dieses kleine Stückchen hoch, das ist jetzt ungefähr 4 Meter höher. Jetzt gleich muss er runtergehen, wo man auch irgendwie auffangen. Ja, wie gesagt, also hier kommt man jetzt leider so nicht hoch, auch gerade nicht bei der Witterung. Das war bis hierhin schon problematisch. Und diese Steilwand jetzt, auch wenn da Bohrgestänge und so weiter oben befestigt sind, in diese Spalte da oben reinzukommen, wo der Baum rausguckt, schwierig. Das werden wir nicht schaffen. Und da geht natürlich auch die Sicherheit vor. Ob das jetzt irgendwas mit dem Bergwerk dann schon zu tun hatte oder ob das vielleicht auch mit irgendwelche Lüftungsaufgaben hatte, das wissen wir auch alles nicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Ja, hier könnt ihr erkennen, hier sind dann noch halt weitere Auswaschungen. Und hier sind wir auch schon fast so ein bisschen am Ende von dem Ganzen. An der Wand jetzt direkt
an der Steilwand. Hier wird die Vegetation dann auch wieder dichter. Aber ihr seht, hier sackt auch nichts ab oder irgendwas anderes. Hier hat man damals einfach dann hier schön die Bäume drauf gepflanzt und dann war das hier erledigt. Und deshalb ist es jetzt auch so schwierig, das auch alles so nachzuvollziehen mit ein paar historischen Notizen letztendlich. Mehr ist es ja nicht. Und was halt einige Personen noch überliefert haben. Das Ganze macht jetzt hier den Knick. Geht jetzt hier rum. Und hier hat man jetzt praktisch dann nur diese Aufschüttungen, Halden etc. an der Seite. Und da ist das Ganze im Prinzip schon durch. So, jetzt sind wir hier noch auf einem weiteren Pfad, der uns jetzt hier noch zu Resten von dem Bergwerk führen soll. Jetzt könnt ihr erkennen, das ist ja hier auch sowas wie eine Halde. Und hier unten ist ein Fluss, der das Ganze bekleidet. Oh. Ja. Hier müssen wir noch durch. Ja, und jetzt könnt ihr hier erkennen, hier schauen noch einzelne Gleise raus. Und auch hier liegen überall Sachen und hier laufen wir höchstwahrscheinlich auch über einen ehemaligen, ja, wie Art Förderweg. Da oben geht es auch noch her. Ja, und jetzt kommen wir nämlich hier noch zu so einem Kessel, den wir auch jetzt zum ersten Mal anlaufen. Und hier sieht man auch nämlich nochmal eine Rampe, die hier runter geht. Also so ein eindeutiges Indiz dafür, für Bergbauaktivitäten. Ja, jetzt haben wir hier nämlich so ein Grubengebäude, Bergwerksgebäude, wo hier höchstwahrscheinlich auch das ganze Material so nach unten gefördert wurde. Hier haben wir schon ein interessantes Graffiti. Ja, das sieht wirklich sehr interessant aus. Ja, und hier hat man noch die Rollen, wo das Stahlseil aufgewickelt war. Das hier irgendwo hier oben verankert war. Ob das jetzt für die Seilbahn war, die praktisch was gefördert wurde, jetzt hier runter ins Tal gebracht hat. Vermutlich ja. Muss ja. Da drüben waren ja die Gebäude, glaube ich, auf dieser Seite. Gegenüber von dem Fluss. Ja, das ist schon gewaltig, wenn man hier so sieht, wie groß das Ganze hier ist. Ja, ist schon extrem. Ja, da ist noch eine Förderanlage übrig geblieben von dem Ganzen. Ja, da hat man ja die Rampe, wie gesagt, da ging ja auch was runter und hier konnte man wahrscheinlich direkt rüber das Material verbringen. Ja, und jetzt gehen wir hier auch gleich nochmal in diesen Kessel rein. Ja, das hat hier wirklich sowas wie von so einer okkulten Stätte mit dem Graffiti, was da in dem Grubenhaus war. Und jetzt hier dieser Weg mit den aufgetürmten Steinen, der da so auf so einen Platz führt. Das ist schon merkwürdig, was die Leute hier so treiben. Ja, das ist schon wirklich ganz mysteriös hier, was sich hier so abspielt.
heiliger Platz seit Generationen. Mhm. Ja, gut. Ich sag mal so, es ist schon irgendwie trotzdem was Besonderes, wenn man das so irgendwie herrichtet, ne? Wenn es wirklich mal ein heiliger Platz gewesen ist, kann ja durchaus sein, wenn das irgendwie überliefert ist, wenn sich dann Leute entsprechend fühlen, das dann auch hier fortleben zu lassen im Rahmen, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, und hier geht das Ganze halt auch irgendwie rein. Hier endet das Ganze. Ob man dann hier noch irgendwo das Ganze gefördert hatte, ob das jetzt hier die erste Sohle war von dem eigentlichen Bergwerk, was ja recht nah an der Uferlagerung liegt, das weiß ich jetzt nicht. Weil da oben ist ja, wie gesagt, dieses Grubengebäude. Der ist halt immer noch offen hier. Das ist der kleine Sprengstoffbunker. Sprengstoffstollen. Mehr ist das hier an der Stelle nicht. Aber er ist immer noch da. Nicht zugemacht. Und hier hat man einfach nur den Sprengstoff dann gelagert, den man hier gebraucht hatte. So Leute, hier habt ihr jetzt nochmal die alte Brücke, die hier errichtet wurde. Es war vorher noch eine andere Brücke, die ist aber eingestürzt. Dann hat man die später nochmal erneuert, die hier praktisch hier drüben in das Werk führen. Hier ist jetzt auch wieder eine neue Firma ansässig. Da kann man praktisch nicht weiter, man kann hier raufgehen. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, kommen wir hier an der Flussseite noch zu Stollen bzw. höhlenartig, wo man halt Probebohrungen vorgenommen hat. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, uns die irgendwie noch anzugucken, weil ich jetzt nicht weiß, wie der Wasserstand ist. Ob wir da eventuell gar nicht jetzt rankommen, weil da hatten wir damals nur Fotos gemacht. Ja, und hier ist die Brücke. Auch schon richtig lost alles hier. Ja. Ja, man sieht das nämlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist. 2 Stollen sind auf jeden Fall hier unten an der Seite noch drin, die man wie gesagt gemacht hat. Ja, von der alten Brücke ist hier unten nichts mehr zu sehen. Das hat man, glaube ich, komplett rausgenommen dann, als sie eingestürzt ist, damit sich das Wasser hier nicht staut. Wir werden jetzt nochmal versuchen, ob wir jetzt zu dem Bereich kommen mit den 2 Höhlen, beziehungsweise Höhlen sind sie ja nicht, es sieht aus wie eine Höhle, aber es sind Probebohrungen, Probestollen. Mal gucken. So, eigentlich ist das hier unverändert. Wir haben hier immer noch diesen nur sehr schmalen Pfad, die schmale Passage, um jetzt hier auf die andere Seite zu kommen, weil die Probestollen da hinten drin sind. Und das ist jetzt halt nochmal sehr schwierig, hier rüber zu kommen. Aber das wird schon irgendwie gehen. So, hier ist ja der erste Bereich, der noch relativ schmal ist. So, jetzt muss Jörg noch rüber. Und dann müssen wir jetzt hier noch weitergehen.
Dann kommt jetzt hier nochmal eine Auswaschung. Jörg, seht ihr, der hat jetzt erstmal zu tun, darüber zu kommen. Und hier haben wir die erste Geschichte. Aber ihr könnt auch erkennen, dass das hier so ausgewaschen ist. Also hier ist auch nichts mit Probebohrung. Das ist auch einfach nur eine Naturhöhle. So, Jörg hat es gleich geschafft. Und jetzt muss man noch irgendwie hier weitergehen. So, ich bin am Ufer her gegangen und hier kommt ihr jetzt zu dem Platz mit den Probebohrungen. Könnt ihr das erkennen? Das ist keine natürliche Höhle. Das hat man einfach aus den Fels gesprengt bzw. gebohrt. Und hier könnt ihr nämlich auch dann, ja, das Licht ein bisschen anders, so, das Loch erkennen, wo die Bohrer rein sind. Ja, warum jetzt an dieser Stelle, weiß ich nicht. Aber man hat sich ja irgendwas von versprochen, dass man hier an das entsprechende Material kommt. Und man ist ja hier im Prinzip relativ nah am Fluss und könnte hier rüber, um den Abraum und so weiter wegzubringen. Also von daher passt das schon. So, hier kommt auch noch. Ja, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite, was wir euch zeigen wollten. Den Steinbruch, wo wir meinen, dass es hier halt irgendwo rausgeht. Das ist jetzt nämlich hier der entscheidende Punkt, dass wir zumindest da einmal sehen, wo geht es hier raus von der Anlage. Und da kann man damit dann letztendlich weiterarbeiten. So Leute, wir sind jetzt hier in dem Bereich, wo wir vermuten, dass eventuell der Stollen auf dieser Seite rausgekommen ist. Dass das jetzt dieser Punkt sein muss. Weil man jetzt hier im Prinzip wieder diesen Steinbruch hat. Hier ist viel Material runtergekommen. Da sieht man noch ein bisschen die Felswand und hier unten sackt das auch wieder so ein. Kann was bedeuten, kann aber auch nichts bedeuten. Schwierig. Schwierig, das jetzt wirklich klar zu sagen. Ob sich eventuell hier hinter was verbergen würde. Da sind die Bäume leider auch so ungünstig gefallen. Könnte schon sein. Ja, wie gesagt, laut unserer Intention dazu und mit den Informationen, die uns jetzt aktuell zur Verfügung stehen, glauben wir halt, dass das gegenüberliegende
Stück sein muss, wo ja praktisch die Uferlagerung wieder rausging. Man könnte jetzt sagen, dass vielleicht hier so eine Art Vorplatz dann gewesen ist und dass dieser Quatsch hier in der Mitte, dass das nachträglich da so ein bisschen reingeschoben wurde. Weil die große Frage ist halt noch, wie sind die dann halt hier rausgefahren? Wir haben jetzt hier praktisch diesen kleinen Damm, wo wir uns drauf bewegen. Der geht jetzt noch da lang. Und hier unten könnte jetzt vielleicht so ein Hohlweg gewesen sein, der benutzt wurde, um rauszufahren. Ob das jetzt so ist, lässt sich schwer sagen oder feststellen. Wir haben im Gegensatz zu drüben jetzt auch nicht so viele Indizien gefunden, die nochmal drauf schließen, dass hier irgendwie was gemacht wurde. Aber wir haben halt hier wirklich diesen Hohlweg, diesen Bereich hier, der von der Anlage weggehen würde. Das geht hier noch weiter. Jörg ist hier auch gerade in der Mitte noch unterwegs. Aber es ist halt schwierig. Das sind so viele Jahrzehnte schon vergangen. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Schummerungskarte vorbereitet, wo ihr jetzt ganz gut erkennen könnt, wie vermutet wird, wie der Verlauf der Schwalbe 4 jetzt hier in dem Felsen ist. Es ist, wie gesagt, was wir schon im Video erwähnt haben, ungewöhnlich zu den anderen Schwalbe-Projekten, dass hier praktisch nur ein großer Hauptstollen in den Berg getrieben wurde, von Ost nach West. Also er beginnt jetzt hier praktisch im Steinbruch der Hohen Ley und mündet dann auf der gegenüberliegenden Seite in dem Steinbruch Burghausen. Und im Haupttunnel selbst gehen dann praktisch die Produktionsstollen ab, höchstwahrscheinlich in nördlicher Richtung. Wenn man sich das jetzt hier auf der Schummerungskarte anschaut, würde das am ehesten passen, die Vermutung. Und der Ausbau, also die Produktionsfläche von der Schwalbe 4 ist sogar deutlich höher angedacht gewesen, wie bei der Schwalbe 1, die ja schon gewaltig ist. Der Umfang bei der Schwalbe 4 sind ca. 29.000 Quadratmeter und bei der Schwalbe 1 sind es 25.000 Quadratmeter. Übertrumpft oder getoppt wurde das Ganze dann praktisch nur noch von der Schwalbe 5 mit 40.000 Quadratmetern. Ja, das ist im Prinzip jetzt hier nochmal das, was wir jetzt hier zusammentragen konnten. Und ja, wir hoffen, dass ihr einiges mit dazu beitragen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Kommentare von euch dazu. Ja Leute, das war es jetzt hier im Prinzip erstmal mit der Uferlagerung bezüglich Informationen, die wir jetzt hier gesammelt haben, Indizien zusammengetragen haben und so, was wir euch jetzt zeigen konnten. Wie gesagt, wir packen hier noch einiges an Fotos und so weiter rein, damit ihr halt eine Vorstellung habt. Schaut auf jeden Fall bei Jörg, Team Ohrbexner, auf den Kanal vorbei. Der wird auf jeden Fall auch nochmal einen Film dazu bringen. Es ist immer gut, wenn man dann nochmal unterschiedliche Perspektiven von dem Ganzen hat. Und vor allen Dingen haben wir da auch schon zusammen viele Aktionen gemacht. Deshalb auf jeden Fall mal vorbeischauen und euch das Ganze mal angucken. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bleibt munter und gesund und schaltet beim nächsten Mal ein. Macht's gut!